In diesem Video spreche ich über die 3 Säulen der gelungenen Kommunikation. Die erste Säule hört sich ganz einfach an, ist aber nicht ganz einfach. Es geht um Sprache, Wortwahl, Artikulation. Wie sprechen Sie eigentlich? Haben Sie sich darüber schon mal ein paar Gedanken gemacht? Wir glauben immer, naja, wir können ja alle sprechen, also sprechen wir halt einfach. Sprechen und Sprechen ist nicht das Gleiche. Und es lohnt sich sehr, in die eigene Sprache, in die Ausdrucksweise und auch in die Artikulation zu investieren, ein bisschen Zeit reinzustecken, das Ganze zu verfeinern und zu verbessern. Ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe und mich entschieden habe, den Beruf des Moderators, des Speakers zu wählen, sehr viel an meiner Sprache gearbeitet. Und an meiner Sprache, damit meine ich die Wörter, die ich benutze, aber auch wie ich spreche, wie ich artikuliere, wie ich atme, wie ich meine Mundmuskulatur bewege. Und das hat natürlich für meinen Beruf gewisse Folgen gehabt. Ich bin besser verstanden worden, ich konnte besser von der Bühne herunter reden. Es hat aber interessanterweise auch in vielen, vielen anderen Kontexten für mich einen unglaublich positiven Effekt gehabt, weil es einfach gut ist und sehr gut rüberkommt, wenn man sich klar und deutlich ausdrücken kann. Und das ist kein Talent, was angeboren ist und was man entweder hat oder nicht hat, sondern das kann jeder Mensch lernen. Sprechen ist eine Art von Handwerk. Und ich rate Ihnen, arbeiten Sie an Ihrer Sprache. Fangen Sie mal mit so etwas Einfachem wie Zungenbrechern an, bevor Sie in eine Präsentation gehen. Machen Sie Ihre Mundmuskulatur, Ihre Gaumenmuskulatur locker, sodass Sie schön, klar und sauber artikulieren können. Überlegen Sie, was Sie sagen. Was ist Ihre Wortwahl? Welche Ausdrücke benutzen Sie häufiger, welche weniger häufig? Oder welche Ausdrücke benutzen Sie vielleicht, die Ihnen eigentlich gar nicht richtig gefallen, aber Ihnen fehlen so ein Stück weit die Alternativen? Suchen Sie nach Alternativen, trainieren Sie die und arbeiten Sie so an Ihrer Wortwahl. Die zweite Säule der gelungenen Kommunikation ist der äußere Dialog. Und damit meine ich das Gespräch, was Sie mit einem anderen Menschen oder mit mehreren anderen Menschen führen. Natürlich ist das, was wir gemeinhin immer unter Kommunikation verstehen. Und trotzdem möchte ich diesen äußeren Dialog von der dritten Säule, dem inneren Dialog, trennen. Zu dem sage ich gleich noch was. Der äußere Dialog, das sollte idealerweise immer ein Dialog auf Augenhöhe sein. Was heißt das? Es heißt, dass ich meinem Gesprächspartner mit all meiner Aufmerksamkeit gegenüberstehe und dass ich wirklich offen bin, das zu hören, was der andere sagt. Also wirklich gut zuzuhören, es auch anzunehmen, was er oder sie sagt, auch wenn ich vielleicht einer anderen Meinung bin, und das Ganze nicht sofort in dem Moment, wo der andere anfängt zu sprechen, schon in meinen Gedanken abzutun, so nach dem Motto, ja, habe ich alles schon gehört, weiß ich schon, da werde ich gleich das und das und das drauf sagen. Das passiert ganz häufig, dass wir in dem Moment, wo jemand anders anfängt zu reden und wir glauben, dass wir schon wissen, was er oder sie gleich sagen wird, dass wir dann schon sofort auf die Antwortkiste umschalten und schon überlegen, wie wir das gleich kontern werden, was derjenige da sagt. Ein Dialog auf Augenhöhe, ein wirklich gelungener äußerer Dialog ist ein Dialog, der das Zuhören zu einem ganz wichtigen Element macht. Und ich glaube, auch da können wir alle noch eine ganze Menge lernen. Gerade dann, wenn es konfliktär wird, wenn es ein bisschen schwierig wird, dann ist das Zuhören unglaublich wichtig, um wirklich auf Augenhöhe miteinander in einen Dialog und damit in eine gute Verbindung zu kommen. Die dritte Säule, das ist der innere Dialog. Das Gespräch, was wir die ganze Zeit in unseren Gedanken mit uns selber führen. Ich frage Sie jetzt einfach mal, wie ernsthaft führen Sie denn diesen inneren Dialog in Ihren Gedanken? Denken Sie mal so danach, wenn Sie hinterm Autosteuer sitzen, wenn Sie auf dem Fahrrad sitzen oder vielleicht auch unter der Dusche oder beim Zähneputzen. Das machen die allermeisten. Aber haben Sie sich eigentlich schon mal hingesetzt und sich überlegt, okay, jetzt für die nächste Stunde bleibe ich einfach mal in meinen Gedanken und setze mich mal mit den Dingen auseinander, die mich in meinen Gedanken beschäftigen? Aus meiner Coaching-Erfahrung, Seminarerfahrung, aus Vorträgen weiß ich, dass es die allerwenigsten Menschen tun. Und bis vor einiger Zeit habe ich das selber auch nicht besonders intensiv getan. Und dann habe ich festgestellt, dieses sich mit sich selber ernsthaft auseinandersetzen, diesen inneren Dialog genauso ernst nehmen wie jedes Gespräch, was ich mit einer anderen Person führe, das hat bei mir eine riesengroße Veränderung hervorgerufen. Denn heute bin ich davon überzeugt, der innere Dialog, das, was hier oben drin passiert, das ist das wichtigste Gespräch unseres ganzen Lebens.
weil wir uns nämlich die ganze Zeit mit uns selber unterhalten. Und wenn mir klar ist, warum ich denke, wie ich denke, dann verstehe ich auch relativ schnell, warum ich mich verhalte, so wie ich mich verhalte. Und dann kann ich Veränderungen herbeiführen, ganz bewusste Veränderungen in meinem Denken und auch in meinem Verhalten. Und das schafft Persönlichkeitsentwicklung. Diese Form von innerer Auseinandersetzung, Reflexion, ist das, was uns menschlich, persönlich erfolgreicher macht. Also der innere Dialog, der gehört nicht einfach nur unter die Dusche oder ins Autofahren, sondern der innere Dialog, der gehört in das Zentrum dessen, was Sie an Dialog tun. Setzen Sie sich mit sich selber auseinander. Das passiert übrigens auch ganz intensiv im Leader on My Ship Programm. Führen Sie das wichtigste Gespräch Ihres Lebens mit Leidenschaft, mit Zeit und mit Ruhe, um sich selber genauso viel Aufmerksamkeit zu schenken, wie Sie das im äußeren Dialog mit anderen Menschen tun.